Hey Leute, willkommen zu Splitty's Kitchen. Heute habe ich wieder ein leckeres Auflaufrezept für euch mitgebracht. Natürlich wie immer richtig einfach und lecker gemacht. Aber guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Richtig lecker, cremig, mit Kartoffeln, Frikadellen. Aber wollen wir nicht lang reden, sondern gleich zu den Vorbereitungen. Fangen wir mit dem an, was am längsten dauert. Heute die Kartoffeln. Die geben wir einmal in einen Topf, waschen sie einmal. Also einmal abspülen einfach, abgießen. Ich habe extra diese kleinen Kartoffeln genommen. Die haben eine dünne Schale, die braucht man nicht schälen. Das heißt, wir können sie dann gleich mitessen. Jetzt füllen wir einmal Wasser auf und stellen sie dann auf den Herd. So, da geben wir dann Salz dazu. Nicht zu wenig. Deckel rauf und kochen die Kartoffeln dann einmal. Während die Kartoffeln so vor sich hin kochen, können wir schon mal unsere Zwiebeln schneiden. Die brauchen wir gleich für die Hackmasse. So, die Zwiebeln sind soweit geschnitten. Ich habe hier Schalotten genommen. Die brauchen wir nicht vorher anschwitzen, wenn wir die in die Hackmasse geben, weil die schon sehr sanft sind und nicht so unverdaulich. Wenn ihr andere Zwiebeln nehmt, müsst ihr die eventuell einmal anschwitzen. Jetzt kümmern wir uns um die Hackmasse. Jetzt machen wir unsere Hackmasse. Dazu habe ich hier erstmal noch ein Schwammtuch unten drunter gelegt, damit das später nicht rutscht beim Kneten. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die Hackmasse. Dazu geben wir einmal Hack in die Schüssel. Dazu kommt ein Ei. Auf 500 Gramm Hack ungefähr ein Ei. Das ist so eine Faustregel, die man haben kann. Dann Paniermehl. Auch ungefähr eine Handvoll. Salz, Paprika, edelsüß, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch granuliert. Ihr könnt auch frischen Knoblauch nehmen, wenn ihr möchtet. Das könnt ihr dann selbst entscheiden. Jetzt einmal alles durchkneten. Wenn ihr merkt, die Masse bindet durch das Paniermehl und den Ei, dass es eine schöne gleichmäßige Konsistenz hat, dann schmeckt ihr entweder ab. Das heißt, ihr macht euch eine kleine Probefrikadelle, brät das einmal an und dann könnt ihr es probieren. Oder ihr habt das schon so oft gemacht wie ich und wisst, dass das schmeckt. Dann geht es weiter und wir formen einmal kleine Frikadellen. Fast vergessen, natürlich müssen die Zwiebeln auch noch mit rein. So, jetzt formen wir aber die Frikadellen. Formen wir jetzt die Frikadellen. Hierzu habe ich mir noch ein kleines Gefäß mit Wasser hingestellt. Da kann man die Hände einmal ein bisschen anfeuchten. Dadurch lässt es sich einfacher rollen. Aber fangen wir mal an. Die Frikadellen sollten ungefähr diese Größe haben. Hier ist meine Hand. Nicht zu groß, ich würde sagen so 20 Gramm Frikadellen. Bisschen flach drücken, damit man sie später besser braten kann. Das machen wir jetzt natürlich mit der gesamten Hackmasse. Aber damit ihr nicht zugucken müsst, wie ich das mache, kommt für euch hier einmal ein Cut. So, die Frikadellen sind jetzt alle ungefähr gleich groß. Und wir machen jetzt einmal weiter und gucken uns die Kartoffeln an, wie die aussehen. Die müssten jetzt in der Zwischenzeit auch den richtigen Garpunkt haben. So, gucken wir uns mal die Kartoffeln an. Ja, perfekt. Sie fallen genau runter, wie ihr seht. Rutschen sie vom Messer. Das heißt, sie haben den perfekten Garpunkt erreicht und wir können sie einmal abgießen. So, die Kartoffeln haben wir jetzt einmal abgegossen. Nur einmal kaltes Wasser rauf und dann stehen lassen. Wenn sie jetzt gut bedeckt sind mit kaltem Wasser, einfach stehen lassen und wir machen die Soße. Für die Soße erstmal so ein kleines Stück Butter in den Topf geben und schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, Mehl dazugeben. Und wir machen eine Mehlschwitze. Wenn sich alles gut verbunden hat, schöne gleichmäßige Konsistenz, dann geben wir einmal unsere Brühe dazu. Unsere Sahne. Und kochen einmal alles auf. Jetzt sehen wir, es wird ziemlich dick. Das heißt, wir geben jetzt so viel Milch dazu, bis die Konsistenz passt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr aber auch nochmal die genauen Mengenangaben.
Jetzt unter ständigem Rühren einmal aufkochen und angucken, wie die Konsistenz ist. Die sollte schon so ungefähr wie hier sein. Schön ein bisschen dicker, aber auch nicht Pudding, sondern wir warten mal ab, wenn das alles aufgekocht hat. So, jetzt sehen wir, die Konsistenz ist schön dick. Ich gebe noch einen Schluck Milch dazu, aber das sollte jetzt ungefähr passen. Ich stelle den Herd wieder ein kleines Stück runter auf aus, also auf ganz kleine Stufe, nicht dass es noch anbrennt. Und können jetzt einmal abschmecken. Wir schmecken es jetzt ab mit Salz, bisschen Pfeffer, eine Prise Knoblauch und eine ganz kleine Prise Zucker. Alles durchrühren und schmeckt es jetzt so ab, dass es euch schmeckt. Jeder hat ja ein bisschen anderen Geschmack. Für mich passt das schon so. Das heißt, wir können die Soße einmal zur Seite stellen und machen weiter mit dem nächsten Schritt. Als nächstes braten wir einmal unsere Frikadellen an. Die Pfanne mache ich einmal auf volle Stufe, damit sie Temperatur hat, und gebe einmal Öl dazu. Nicht zu viel, weil die Frikadellen werden auch noch Fett verlieren und ja, das passt schon. Einmal heiß werden lassen. Wenn dann alles heiß ist, braten wir unsere Frikadellen an. Die Pfanne auch ein bisschen runterdrehen wieder. Nicht zu heiß. Vor allen Dingen, wenn ihr so eine Gusspfanne habt, müsst ihr echt mit der Temperatur spielen. So, das reicht tatsächlich schon. Es ist auch nicht so schlimm, wenn eine Seite noch ein bisschen roh ist oder so. Die werden auf jeden Fall noch in dem Ofen fertig garen. Die können wir jetzt schon mal rausnehmen. Den Schritt überspringen wir hier jetzt, die brate ich gleich noch an. Die packen wir jetzt einmal zur Seite und kümmern uns dann um die Kartoffelecken. Jetzt machen wir einmal weiter mit dem Finish. Dazu habe ich hier die Kartoffeln. Die schneiden wir jetzt einmal in halbe. Einfach nur halbieren und geben sie dann hier rein in eine Auflaufform. Ich werde hier das Ganze nochmal für euch beschleunigen. Also bis gleich. Die Kartoffeln sind jetzt halbiert. Ihr könnt sie auch vierteln, aber dann könnte es sein, dass sie schneller kaputt gehen. Auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt unsere Soße und geben sie auf die Kartoffeln. Alles vorsichtig unterheben. Natürlich gehen wahrscheinlich ein paar Kartoffeln kaputt, aber das ist nicht so schlimm. Da kommen jetzt unsere Frikadellen rein. Den Rest der Soße noch und vorsichtig unterheben. Ganz vorsichtig, von der Seite am besten. Einfach nur unterheben, dass alles gleichmäßig verteilt ist. Jetzt noch einmal Käse oben rauf geben. Der schöne Gouda habe ich hier. Ihr könnt aber auch jeden Käse nehmen, den ihr möchtet. Und ihr könnt natürlich auch so viel nehmen, wie ihr möchtet. Es sollte alles ein bisschen bedeckt sein. Das Prachtstück kommt jetzt ungefähr, ich sag mal 10 bis 20 Minuten. Je nachdem. Müsst ihr gucken, wie groß eure Frikadellen sind, eure Kartoffeln und der Käse, wie der Bräunungsgrad ist. Auf jeden Fall 10, 20 Minuten, ungefähr 220 Grad Umluft. Ab in den Ofen damit. Da ist das Prachtstück. Das war jetzt bei mir 15 Minuten im Ofen, aber guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Richtig lecker. Richtig einfach, nicht so schnell wie sonst, aber mit guter Vorbereitung kriegt ihr es auf jeden Fall auch super schnell hin. Richtig einfach, kann jeder. Leckeres Mittag, mehr brauche ich nicht sagen. Ist mal eine kleine Abwechslung, Kartoffeln mit Hack oder mit Klöße, geht immer. Ihr könnt auch das bisschen abwandeln, da braucht ihr keine Frikadellen machen. Dann bratet ihr das Hack einfach so an und schmeißt das und mischt das unter die Kartoffeln später. Das geht auch als Alternative. Aber ich wollte es heute mal so machen. Ihr bekommt gleich natürlich wieder eine schöne Nahaufnahme wie immer und wir sehen uns dann im Outro wieder. Also, bis gleich. Da bin ich schon wieder. Na, hat euch mein Rezept gefallen? Ich hoffe doch. Wie ihr gesehen habt, kann man hier auch noch richtig variieren. Das Rezept könnt ihr ganz einfach an eure eigenen Geschmäcker anpassen. Kein Problem. Falls ihr kein weiteres leckeres Rezept verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video ein Like da lasst. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Splitty's Kitchen.